Tiny Häuser, schwer im Trend. Wir sind im hohen Norden. Da hätten wir eigentlich gar nicht hinfahren müssen, denn es gibt auch eine Niederlassung in Hessen, habe ich gelesen. Stimmt das denn, Richtig, Valeria? Genau. Ja, wir haben eine Niederlassung in Hessen, Ja. an unserer Hauptniederlassung. Und hier im Norden sind wir ganz frisch, seit einem Jahr und zeigen hier diese schönen Häuschen. Das ist Wahnsinn. Ihr habt einmal im Monat, habt ihr einen Tag, da kommen die Leute aus ganz Europa. Genau, der ist nämlich genau morgen zum Beispiel. Und da schauen sie alle, wie so unsere Häuser aufgebaut sind, stellen die Fragen und alle Verkäufer sind dann da und können sich wohlfühlen in den Häusern. Ja, das sind keine Ferienhäuser, sondern das kann man als Ferienhaus benutzen, aber da kann man im Prinzip 365 Tage drin wohnen, ne? Richtig, genau. Wir haben beides, ne? Ferienhäuser und Häuser, wo man wirklich auch sich wohlfühlen kann, komplett das ganze Jahr über. So, ich zeig das mal gerade. Guck mal hier. Da ist Schnee auf der Bank drauf. Das Ganze kann man sich so richtig schon vorstellen, wie man hier sitzen würde. Du hast sogar hier eine Biokiste gemacht, denn ihr habt viele Kunden, die praktisch ganzheitlich leben möchten, die die Ressourcen nicht so stark verbrauchen möchten. Genau, richtig. Und das ist eine Biokiste. Wir haben zum Beispiel auch viele Kunden, das sind so Biobauernhöfe. Und da siehst du, da kannst du halt dein Gemüse, dein Obst und alles, was du anbaust, kannst du dann halt vorne hinstellen und präsentieren. Ja, du hast einen Kräutergarten gemacht, das machen auch viele. Wenn du das siehst in YouTube, da gibt es ja viele YouTuber, die bauen sich selber solche Hütten. Wenn ich das nicht gut kann, dann ist das ein Riesenaufwand, oder? Ja, das stimmt, das ist echt ein Aufwand. Das hat jetzt unser Hausmeister hier gemacht. Aber du siehst, leider bist du ja jetzt im Winter dabei. Aber wir haben hier so schöne Kräuter, Tomaten, Gürkchen und alles, was man so in Deutschland anpflanzen kann. So, ich zeige das mal gerade. Wir drehen heute, ich glaube am 17. Heute ist der, wenn du mal kurz auf die Uhr guckst, Valeria, heute müsste der 17. sein, schau mal. Der 16. haben wir. So, der 16. Dezember. Wir sind in Flensburg und das Ganze ist so sensationell, dass ich gesagt habe, ich mache den weiten Weg hier rüber, denn gedreht haben wir ja in Fehmarn. Das ist die Rückseite übrigens von dem Haus. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Selbstversorgung. Das heißt, die Leute sagen, okay, ich habe noch einen Stromanschluss, die haben jetzt einen Stromanschluss hier drin, so das ist der Starkstromanschluss, der hier dran ist. Genau. Aber theoretisch kann man mit einem Ofen, mit Solarstrom, Richtig, wir können eine Photovoltaikanlage machen, dann brauchst du natürlich einen Speicher. Dafür haben wir aber auch Plätze vorgesehen, sodass der Kunde mit einem Ofen, mit einer Photovoltaikanlage im Winter sich wohlfühlen kann. Die sind alle wunderschön, die Häuser. Danke. Ich habe mal ganz kurz geschaut im Internet, ihr macht viel Marketing dafür, habt tolle Schauspieler gewinnen können, die sogar im Fernsehen arbeiten, die ich sag mal, vorführen die Häuser. Ja. Das hier ist ein schönes Detail. Warum sind da 2 Fenster? Weil das zwei Bettchen sind für die Kinder. Achso, oben und unten getrennt? Ja, genau, das siehst du gleich, wenn wir da reinkommen. Stockbetten quasi? Stockbetten, genau. Toll. Das sieht jetzt so klein aus von außen, ich zeig's mal gerade. Aber wenn du gleich reinkommst, das täuscht, oder? Ja, das täuscht. Deswegen sagen wir ja auch, bitte, bitte, bitte kommt hier vorbei und guckt euch die Häuser direkt vor Ort an. Das ist nämlich 7 Meter mal 3 Meter. Das hört sich wenig an. Aber wenn wir gleich reingehen, dann weißt du, was da los ist. Hat eine schöne Höhe. Ja. Transport, das kommt so fix und fertig angeliefert? Genau, das kommt auf den Tieflader. Das organisiert alles unser Team. Das heißt, der Kunde muss sich um nichts kümmern. Das Grundstück muss vorhanden sein. Ja. Werden wir gleich mal zeigen. Sag mal, Preis hier, wo fängt das an? Das ist immer im Prinzip eine Küche mit dabei, da ist ein Bad dabei? Richtig, wir machen immer eine Küche dabei, wir machen immer ein Badezimmer dabei, die Heizung ist immer dabei, je nachdem, was der Kunde möchte, ob das jetzt eine Gasheizung, eine Infrarotheizung ist. Und wir fangen immer so ab 60.000 € fangen wir an. 60.000. Ihr habt große Häuser. Ja. Sind die großen jetzt im Prinzip ein klein wenig günstiger pro Quadratmeter als die kleinen? Könnte man so sehen, ja, weil der Aufwand ist eigentlich der gleiche, ob ein kleines oder ein großes Haus. Deswegen, wenn man jetzt pro Quadratmeter rechnet, ist natürlich ein großes Haus sogar günstiger. Aber ein kleines Haus hat ja auch seinen Charme. So, da ist die Kollegin, die kommt gleich mal zu uns, dass wir das sehen. Ihr macht das, ihr schmeißt das hier mit vielen Leuten, aber du bist nicht immer hier, muss man sagen. Nein, genau. Ich wechsle immer zwischen den beiden Niederlassungen und helfe heute der lieben Sarah hier im Norden. Hallo Sarah. Uns vor. So, ich zeig mal gerade, wenn du mal gerade dein schönes Haar wegnimmst, ja, klar. Dann filme ich das mal gerade ab. Vital Camp GmbH. Was hast du vorher gemacht eigentlich? Ich komme eigentlich auch aus dem Vertrieb. Also
Was heißt das, Vertrieb? Vertrieb. Ich habe bei einer Autovermietung gearbeitet und habe Geil, das heißt, du hast auch Kundenkontakt? Ja, immer. Genau, Kundenkontakt und Produkte darstellen, das ermitteln, was der Kunde braucht und den zufriedenstellen am Ende. So, die sind jetzt seit einem Jahr hier. Wahrscheinlich hast du das gelesen, dass sie das machen wollen. Hast dich beworben oder wie kam es? Es war ein ganz glücklicher Zufall eigentlich. Also über Vitamin B quasi gesehen, beworben und eine Stunde später einen Anruf gehabt, dass wir uns treffen wollen, vorgestellt und jetzt bin ich hier, ja. Das heißt, wenn ich komme, sehe ich dich wahrscheinlich. Richtig. Okay, toll. Also ich bin schon mal begeistert. Du bist dann ganz jung, oder? 28. 28, so. Das ist sensationell. Die Häuser hier begeistern die Leute, die herkommen. Die haben wirklich strahlende Augen, oder? Ja, das ist für die wirklich ein Erlebnis, auch immer hier zu sein und sowas auch wirklich live mal zu sehen. Und viele erfüllen sich damit natürlich auch einen Traum. Ja, da ist natürlich jetzt eine Veranda dabei, das macht doch Sinn. Also das erweitert das Ganze, also auch in der Nutzbarkeit, wenn es mal regnet. Ich kann mich raussetzen. Richtig. Es hat so ein bisschen Camping, oder? Ja, das schon. Also dieses Haus ist ein Ferienobjekt, ne? Es ist ein Ferienhaus. Aber könnte man auch einsetzen, um da drin zu leben, also für eine Person? Für eine Person bis zu 2 Personen. Aber es ist schon minimalistisch. Also da muss man schon ein Minimalist sein, um sich wirklich da sich wohlzufühlen. Ja, hast du genau den Preis von dem Haus? Oder hättest du mal die Möglichkeit nachzugucken, was das kostet? Ja, also das Modell, so wie es jetzt hier steht, mit der Innenausstattung so rum, liegt bei 63.000. 63.000 brutto, inklusive Steuer. Inklusive Mehrwertsteuer, also da ist schon alles drin. Ja. Das heißt, wenn ich eine Firma habe und möchte das kaufen, dann geht da noch die Steuer runter. Wir sind ja in Deutschland, hier in Flensburg, hart an der Grenze, oder? Richtig, ja. So, du sprichst auch Dänisch? Ja, das mache ich auch, ja. Wenn du mal was sagst. Hej, jeg taler dansk, og jeg er velkommen til at besøge os i Flensborg. So, jetzt muss ich das prüfen, ob das auch jugendfrei war, was du gesagt hast. Aber was hast du gesagt? Ich habe einfach gesagt, dass ich Dänisch spreche und dass alle mal herzlich willkommen sind, hier uns in Flensburg zu besuchen. Genau, viele Dänen, oder? Ja. So. Du sprichst aber nicht nur diesen Satz, du kannst auch fließend Dänisch, ja? Ja, doch. Ja. Okay, sehr schön. Also ja, es gibt ja immer so Sätze, die studiert man ein. Wir gehen mal rein. Das Haus wird aufgrund von Sortimentswechsel verkauft. Ist es noch da? Ja, das ist auch sofort verfügbar. Also wenn sich jemand verliebt, kann er das auch sofort haben. Also, wie kann ich das aufstellen? Also ich kann das ja jetzt nicht einfach irgendwo hinstellen. Es gibt Bundesländer, da kann ich es einfach so aufstellen, oder? Jein, also man braucht immer eine Baugenehmigung für dieses Haus. Es sei denn, man stellt es halt auf einem Campingplatz zum Beispiel auf oder auf einem Ferienhausgrundstück, Wochenendgrundstück, sowas. Da ist es immer ein bisschen anderes mit der Regelung dann. Ich hab gesehen, in Stuttgart gibt es jetzt so eine Siedlung, praktisch Tiny-Häuser entstehen da und da gelten praktisch andere Vorschriften, oder? Auf den Siedlungen, wo das explizit erlaubt ist. Da muss man immer prüfen, was auf dem Grundstück vorgesehen ist oder was da für Regelungen gelten auf den Siedlungsgrundstück. Teilweise ist es dann vorgegeben, dass da dieser Typ aufgestellt werden darf. Dann ist es natürlich ein vereinfachtes Verfahren dann. Vereinfachtes Verfahren, das heißt eine entsprechende Anzeige nur, Wartezeit dann meistens 2-4 Wochen oder so und dann kann es losgehen? Das geht fix, ja. Okay, das geht fix. So, da sind Türen, Fenster, wenn ihr mal kurz reinkommt, dann sieht man das auch mal, wie groß das Ganze ist. Die Stockbetten sind natürlich super. Das geht auch für große Personen, oder? Da habe ich auch Platz drin, ja. So, das ist, glaube ich, wichtig. Fernhaus hin oder her, das wäre schon was, wo ich sage, wenn ich allein bin und ich reduziere mich. Viele Leute träumen ja von der Reduktion nicht nur aus Kostengründen, oder? Absolut, genau. Also wir haben tatsächlich auch wirklich Naturfreaks oder Liebhaber, die sagen, ich möchte mich verkleinern, auch wenn ich das entsprechende Kleingeld habe. Und da haben wir auch wirklich ganz tolle Beispiele, die wirklich auch in dem Haus wohnen. So, hier sieht man, alles ist hier aus Holz. Wie ist die Wand aufgebaut? Oh, die ist auch komplett aus Holz. Wir haben ein komplettes Holzständerwerk, wir haben Mineralwolle, mit der wir dämmen, einen Lüftschacht, wir haben eine Diffusionsfolie, Innenverkleidung. Von innen siehst du hier Fichtetanne aus Finnland direkt importiert, also auch nicht chemikalisch gezüchtet. Also nichts China-Holz? Nein, nein, kein China-Holz, alles aus Europa. Ja, jetzt nichts gegen China, aber die müssen die ja teilweise bedampfen, wenn die auf dem Schiff kommen, wegen irgendwelchen Insekten und so weiter. Das ist, glaube ich, in Europa nicht nötig, oder? Nee, das ist nicht notwendig, genau. Und wir haben hier natürlich auch kältere Winter, ne? Das ist ja auch das Schöne an dem Holz. Und von außen haben wir hier Douglasie. Douglasie ist ja auch relativ bekannt und auch ein sehr hochwertiges Holz. Boah, das ist voll schön. Das ist so. Du hast eine tolle Stehhöhe hier drin. Das heißt, man fühlt sich nicht einbeengt. Das ist ja auch bei Wohnwagen das Problem, dass große Menschen sagen, das kann ich überhaupt nicht benutzen. Ihr habt hier eine tolle Tür. Da ist wahrscheinlich der Locus drin. Richtig. Wo es da ist, da fehlt nur das Herz. Das wäre aber kein Problem, man könnte auch ein Herz reinmachen, oder? Wenn der Kunde unbedingt will. Würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn das sich jemand wünscht, machen wir das auch, ja. So, das ist ein Standardtyp-Name von dem? Wie heißt Das ist unser Chalet Allgäu. Allgäu? Ja. Okay. Dickes Bett, ich schätze mal so 2 Meter auf 1,40 Meter? 1,60.
So, 1,60 sogar. So, das heißt, ihr könnt da drauf liegen. Das ist so Gemütlichkeit. Ihr empfehlt, einen Holzofen zu installieren. Ich glaube, wenn das die einzige Wärmequelle ist, dann braucht er noch nicht mal als große Abgasnormen. Ansonsten gilt alles das, was normal für ein Haus ist, oder? Das heißt, wenn ich einen Holzofen einbaue, muss der zugelassen sein? Genau, also der muss auf jeden Fall abgenommen werden durch einen Fachmann, das ist klar. Genau, aber ansonsten ist das dann die Hauptwärmequelle tatsächlich im Winter. Kriege ich hierfür auch irgendwo eine Standardbaugenehmigung? Hat das, wo ich dann sage, okay, klar, da muss ich gucken in der Gemeinde, was ist da zulässig, aber zum Beispiel irgendwelche Dachneigungen und so weiter? Also in der Regel ist es halt immer so, wenn keine Vorschrift besteht, dass man eine bestimmte Dachneigung haben muss, so kriegt man für dieses Haus so auch eine Baugenehmigung auf dem Grundstück. Kriegt man? Das heißt, ein Pultdach, ja. Hat ein Pultdach. Das heißt, das hier ist jetzt nicht grundsätzlich nicht genehmigungsfähig, sondern das hängt davon ab, wie die Baubehörde drauf ist, oder? Richtig, wir müssen uns halt auch an die Regeln halten, so wie die großen Echt? Baufirmen Ihr auch? Ja. Okay. So, das heißt also ein ganz normales Haus, weil oft ist nämlich so, lese ich in meinen Kommentaren, dass die schreiben, das kann man nirgendwo hinstellen, dafür kriegst du nirgendwo eine Baugenehmigung. Also ihr verkauft ja laufend die Häuser und die Leute holen sich die Baugenehmigung. Ja, andersrum. Wir haben ja ein Team von Architekten und Bauingenieuren, die helfen unseren Kunden, eine Baugenehmigung einzuholen. Ach so, das heißt, ich frage jetzt an, wenn ich aus dem Saarland bin und sage zum Beispiel, okay, also zum Beispiel das und das Grundstück, Genau. Da geht das, kann ich es dahin machen? Richtig, und wir kümmern uns darum. So. Wenn ich jetzt merke, nach einem Jahr, das Häuschen hier ist ein bisschen klein für mich und komme dann zu euch und sage, ich brauche ein größeres. Habt ihr das schon mal gehabt? Ja, haben wir tatsächlich ein einziges Mal gehabt. Ich muss aber dazu sagen, die Kundin hat das Haus online gekauft. Sie war vorher nicht in dem Haus drin. Und dann konnten wir für sie einen neuen Kunden finden und ein größeres Haus bauen. Gott, also die Nachfrage ist nämlich enorm. Das Interessante hierbei ist, das Bett ist dabei, die Matratze ist auch dabei. Ja, alles dabei. Alles dabei. Außer die Bettwäsche, die ist nicht dabei. So, und die Bettdecke ist nicht dabei, aber hier zum Beispiel hier entsprechend der Vorhang ist dabei. Ja, der Vorhang ist dabei. Richtig. Die ganze So. Elektrik ist dabei. So, ich stelle mich mal ganz kurz hier in die Ecke, dass ich euch mal sehe. Wenn ihr mal gerade so nett seid und mal kurz hier in die Ecke mal gerade geht, dass ich mal einen Schuss habe ohne euch, obwohl ihr so toll ausseht. Ja, muss ich mal gerade, dass wir das einmal vielleicht als Startfoto haben, dass man die Größe auch mal sieht. Es sah von außen so klein aus und hier drin ist es echt riesig, oder? Ja, das ist ganz oft so. Also viele denken, okay, das ist halt so klein von außen, das ist nichts für mich. Und wenn sie drinstehen, haben sie ein ganz tolles Raumgefühl einfach auch, ja. So, jetzt habe ich da vorne eine Küche, ich zeige das mal gerade. Autarkie, sagt ihr, ist kein Problem. Man kann hier zum Beispiel Lithiumzellen installieren, die die Sonnenenergie dann puffern. Ja. Dann heizen ja viele auch mit Holz, aber heizen kann man, wie man möchte. Man kann auch eine Wärmepumpe installieren. Ja, eine Luftwärmepumpe ist auch machbar. So, die auch gleichzeitig kühlt im Sommer. Macht ja Sinn, ne? Boah, die ist dabei, die Dusche. Die ist dabei. Die Dusche, Toilette, ein Wasserboiler, Waschbecken, das ist alles mit inklusive. So, das heißt, ihr kommt, ich habe die Baugenehmigung. Was muss der Kunde liefern? Ein Punktfundament oder was macht er? Genau, der muss vor Ort dafür sorgen, dass der Boden vorbereitet ist. Das sind entweder Punktfundamente oder Streifenfundamente. Das macht in der Regel ein Tiefbauunternehmen. Aber auch das passiert alles in Absprache mit uns. So, hier ist das Waschbecken ganz stylisch. Das heißt, man kann auch, ich sag mal, schlimm bauen. Das habe ich gesehen. Hier ist ein Boiler mit drin. Der läuft auf Strom, der Boiler? Genau, der läuft jetzt hier auf Strom, genau. Auf Strom, die Toilette. Wie funktioniert die Toilette? Ist sie fest angeschlossen? Genau, das ist eine feste Toilette. Aber wenn der Kunde jetzt Campingtechnik möchte, dann ist es kein Problem, eine Trenntoilette oder auch eine Chemietoilette zu verbauen. Oder eine Cinderella, wenn ihr die kennt. Ja, die Verbrennungstoilette. Das ist eine Gasverbrennungstoilette. Ach doch. Ja, ist also, kommt, aber es ist so, viele wollen ja auch kein Gas. Kochen mit Strom oder mit Gas, es ist wie der Kunde möchte, oder? Ja, genau, der Kunde sucht sich das selber aus. So, Campingtechnik funktioniert gut. All das muss natürlich auch entsprechend abgenommen werden. Wie läuft das mit der Planung? Ihr baut in Deutschland? Ja, wir bauen in Deutschland und wir haben auch einen Caravan-Service-Techniker, der das Ganze dann letztendlich fachgerecht abnimmt, einbaut und die entsprechenden Zertifikate dafür hat. So, euch gibt es seit 8 Jahren. Das heißt, die Lampen sind auch dabei? In dem Haus ja. In dem Haus ja, sehr schön. So, ich zeige mal gerade, hier ist eine kleine Nische mit drin. Also ich finde das sensationell. Gerade nochmal die Größe in Quadratmetern, was haben wir?
Also wir haben hier Außenmaße von 7 mal 3 Meter, also sind wir so ungefähr bei 20 guten Quadratmeter Wohnfläche. Ja. Okay, also viel gelernt. Also 4 Personen können hier schlafen, das habe ich jetzt schon gelernt. Was ich toll finde, ist natürlich die B- und Entlüftung. Die Fenster können zubleiben, trotzdem ist hier Luft mit drin, was natürlich gut ist. Wenn ich mit Gas heizen sollte, dann kommt da Luft rein. Genau, richtig. Oder wenn du mal vielleicht 2, 3 Wochen nicht da bist, muss das Haus ja trotzdem belüftet werden. Und dafür ist so eine Hinterlüftungsebene natürlich optimal. So, Fenster ist alles mit drin. Die Handwerker, die ihr habt, ist ja schwer im Moment Handwerker zu kriegen, ja. Das ist richtig, genau. Und wie habt ihr das geschafft, so gute Leute zu kriegen? Ja gut, wie man in den Wald hineinschreit, so muss es auch wieder rauskommen. Also ich meine, wir tun schon einiges für unser Personal. Die fühlen sich, glaube ich, auch sehr wohl und dann entstehen natürlich auch wunderschöne Produkte. So viel Stauraum, gibt es auch einen Kleiderschrank hier? Schwierig. Also in dem Fall nicht. Deswegen ist dieses Häuschen natürlich optimal als Ferienhaus gedacht. Aber wenn du links schaust, dann siehst du eine kleine Ablagefläche. Die könnte man als Kleiderschrank. Die könnte man als Kleiderschrank nutzen, genau. So, man kann das Ganze ja auch noch ein bisschen erweitern. Also wenn ihr im Prinzip sagt, da hätte ich gern noch unbedingt was, man kann die fertigen Häuser noch ein bisschen modifizieren. Absolut. Hier könnte man zum Beispiel sagen, wenn man jetzt wirklich in dem Haus leben möchte und man hat keine Kinder, dann könnte man das Stockbett weglassen und dort vielleicht ein Kleiderschranksystem einbauen. Also wir sind hier relativ flexibel bei dem Haus. Ja, man könnte es sogar hochklappen, also irgendwie, oder zum Beispiel lagern, dass man später wieder einbauen kann. Genau. Ist das mobil? Das heißt, wenn es mal steht, kann ich es wieder transportieren? Genau, so wie es zu dir gekommen ist, so kann es auch wieder abgeholt werden. Das heißt, wir liefern das auf einem Tieflader tagsüber. Mit einem Trecker wird das dann aufgestellt, aufgebockt und dann kannst du dich wohlfühlen. Sensationell. Das heißt, ihr seid lange schon, bevor der große Trend Tiny Häuser auf einmal in YouTube kam, ja, seid ihr schon am Markt. Das hat euch jetzt ein bisschen überrannt. Merkt ihr das, dass es immer größer wird? Ja, klar. Also wir sind jetzt ja auch seit einem Jahr hier oben in Flensburg zusätzlich noch und gerade dadurch merken wir halt, dass der Zulauf unfassbar stark ist und auch groß ist. Ja. So, wir haben ein schönes Gelände, ich zeige es gerade noch. Da ist es das mobile Chalet Allgäu. Hier steht es drauf. Da ist auch noch ein QR-Code mit dabei. Ihr habt eine schöne Seite. Warte mal, ich nehme es noch kurz in die Hand. Jetzt nicht so spiegelt. Ein Fenster. Ach, ist alles genau aufgeführt. Das ist auch so auf der Webseite bei euch, oder? Okay, verstehe. Sieht alle Preise, Ausstattung, Grundrisse, das kann er alles auf der Homepage finden. Lieferzeit, wenn ich es haben möchte? Sofort, ein halbes Jahr oder ein Jahr, je nachdem, welches Modell du dir aussuchst. Also wir können auch sofort liefern. Aber jetzt nicht 3 Jahre? Nein. So, das ist ja im Moment ein großer Trend. Ist die dabei, die Veranda, oder ist das Option? Die ist dabei. Das ist eine Klappveranda, das heißt, beim Transport wird sie umgeklappt. Und wenn die dann beim Kunden steht, dann kann man die dann wieder aufklappen und hat man eigentlich so eine schöne Nutzmöglichkeit. Und Transport, wie liegt der? Hier liegen wir ungefähr bei 3.000 € deutschlandweit. Deutschlandweit, sehr schön. So, hier sind wir. 16. Dezember. Es ist knackig kalt. Hier vorne habt ihr ein Lagerfeuer gemacht, denn morgen wird auch was geboten. Da gibt es auch wahrscheinlich was zu trinken, was zu essen. Glühwein, du kannst, wenn du möchtest, uns morgen auch noch mal besuchen kommen. Ich bin nicht mehr da. Oh, schade. Ja, hier gibt es einen Glühwein, dann machen wir einen Gulaschtopf. Und hier sitzen wir dann alle mit unseren Kunden. Die kommen ja aus ganz Europa und wir versuchen schon, das so gemütlich wie möglich, gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit, zu gestalten. Also, ich fasse mal zusammen. Ihr ruft an hier. Fragt die Leute, hört mal zu, ich bin da und da, ich habe Interesse an dem und dem Modell. Könnt ihr euch vorstellen, dass man dafür eine Baugenehmigung kriegt? Und dann habt ihr wahrscheinlich ähnliche Fälle schon in fast allen Bundesländern, ne? Ja, das kann man so sagen. Und dann geht man hin, macht die Anfrage. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn man das Ganze jetzt erleben möchte, ihr seid einmal hier in Flensburg und dann nochmal in welchem Ort? In Zierenberg-Oelzhausen, das ist bei Kassel. Bei Kassel? Ja. Das heißt, ihr habt ganz hoch im Norden, das hier ist, glaube ich, der höchste Punkt, den es gibt im Norden, ne? So ungefähr, ja. So ist das. Wir sind schon fast in Dänemark. Fast in Dänemark. Und das Unternehmen heißt wie ganz genau? Die Vitalcamp GmbH. Vitalcamp GmbH. Aufpassen, es gibt einen Campingplatz, der ganz ähnlich heißt. Richtig. Das habe ich gemerkt, da bin ich nämlich durch im Prinzip versehen. Ja. Und da könnte man auf die Idee kommen, drauf zu kommen, aber es ist, glaube ich, ein Campingplatz oder irgendwas? Das ist ein Campingplatz, richtig. Hat aber nichts mit uns jetzt in dem genauen Verfahren zu tun. So, und wir werden ganz viele Tiny Häuser heute zeigen. 20 Minuten, die sich gelohnt haben. Bis gleich.